Ja, vielleicht als erstes kannst du dich mal kurz vorstellen. Ja, Martin, vielen Dank. Mein Name ist Matthias Petri. Ich bin Gründer und Geschäftsführer hier bei uns bei der Viereck Media. Wir sind eine ganz ja, klassische Agentur im Kundenprojektgeschäft. Wir haben die Spezialisierung auf Technical SEO, PageSpeed und auch Mehrsprachigkeitsprojekte. Wir bauen Online-Shops und größere Plattformen. Was uns dabei einzigartig macht, ist, dass wir auch ein Eigenprojekt haben. Das ist tutke.com und wir stehen für E-Learning. Das heißt, wir publizieren Online-Kurse rund um digitale Kompetenzen und gleichzeitig haben wir auch passende kreative Assets und Designvorlagen, die wir unseren Kunden anbieten. Ihr setzt ja auf Hetzner für eure Infrastruktur. Genau, wie lange kennt ihr denn schon Hetzner und nutzt Hetzner? Also für uns wurde Hetzner erst ein Thema 2015, tatsächlich auch mit Tootkit, als wir mit Tootkit an den Start gegangen sind. Aktuell haben wir 3 Cloud-Server. Wir nutzen einen allein für unseren E-Mail-Verteiler. Wir haben über 100.000 Newsletter-Abonnenten und darüber wickeln wir alles ab. Wir haben einen zweiten Cloud-Server für unser Forum PS Tutorials und für unsere Agenturseite und einen dritten dann für tutke.com. Darüber hinaus haben wir auch noch 2 Storage-Boxen, die wir für unsere Backup-Bedürfnisse einsetzen und eben auch noch einen Dev-Server für unsere Testumgebung. Und was würdest du sagen, sind für euch jetzt ganz wichtige Funktionen, die euch gut gefallen, die ihr auf alle Fälle braucht? Na, ich glaube, es fängt schon so an, wenn ich mich einlogge. Ich brauche eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Es nervt, aber es ist elementar. Und ich als Agenturinhaber schicke auch keinen unserer Kunden zu Webhostern, die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten. Ja? Und das ist schon mal ein guter Punkt für die Sicherheit bei Hetzner. Weiterhin ist euer User-Interface sehr gut. Das macht mir sehr einfach, einerseits zu überblicken, welche Funktionen sind da, was setze ich ein, wie ist die Auslastung. Ihr habt verschiedene Graphen für CPU-Auslastung, für Netzwerk-Traffic. Ich sehe immer, okay, bin ich schon am Rand irgendwo oder passt das alles noch, habe ich noch ein bisschen Spielraum. Das ist sehr gut. Und ihr habt auch einige Funktionen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und zwar ist es einerseits die Rebuild-Funktion. Ihr habt nächtliche Updates und ich kann sie am nächsten Tag mit einem Klick wiederherstellen, was es sehr angenehm für mich macht. Andererseits habt ihr auch die Rescale-Funktion. Das heißt, ich kann mit einem Klick einfach mehr Power meinem Cloud-Server geben. Und das ist für uns elementar, weil wir sind gerade dabei, mit Tootkit uns zu internationalisieren. Das heißt, wir rollen gerade verschiedene Sprachversionen von der Website aus und daher steigt der Traffic wöchentlich. Was sagen die Graphen? Brauche ich mehr Power jetzt? Muss ich die nächste Stufe einschalten? Und das kann ich bei euch mit einem Klick machen, ohne dass ich weiter irgendwelche Konfigurationen vornehmen muss. Gibt es denn, abgesehen von diesen ganz konkreten Features und Funktionen, gibt es da noch Dinge ganz allgemein, die ihr bei Hetzner schätzt? Ja, wenn ich jetzt rückblicke auf die fast schon 10 Jahre, die wir bei euch Kunde sind, es gab von eurer Seite aus keine Ausfälle, die ich jetzt in irgendeiner Form wahrgenommen habe. Also wenn es Ausfälle gab, dann lag es eher an uns, ja. Und zweitens, was wir mögen, ist tatsächlich eure Preis-Leistung. Also ihr habt einen sehr guten Preis für eine super Leistung. Und der dritte Punkt ist einfach, wenn ich jemanden wirklich mal brauche, dann finde ich auch jemanden im Support bei euch. Und das ist für uns auch ein Punkt. Es ist nicht so anonymisiert, man ist nicht nur eine Zahl, sondern man erreicht jemanden, der uns dann auch tatsächlich hilft. Und das sind einfach 3 Punkte, die sind ausschlaggebend für mich als deutsches Unternehmen, auch einen deutschen Ansprechpartner zu haben. Bei Hetzner haben wir bisher immer ein gutes Gefühl gehabt. Wunderbar, das freut uns natürlich sehr, das zu hören. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Zum Schluss wäre für mich die Frage, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie eure Entwicklung weitergeht. Du hattest schon die Internationalisierung angesprochen. Ja, erzähl doch mal so, gib mal einen kleinen Ausblick auf eure Zukunft. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir rollen gerade verschiedene Sprachen aus. Seit einem halben Jahr läuft das, dass wir ungefähr jede Woche eine neue Sprachvariante von Tootkit Online nehmen. Und der Traffic, der wächst wirklich wöchentlich. Also jede Woche haben wir aktuell einen neuen Besucherrekord. Und deswegen ist für uns auch wirklich so interessant, wie ist die CPU-Auslastung? Müssen wir jetzt uns mit einem Klick skalieren, auch auf serverseitig, dass das alles abgefangen werden kann. Haben wir diese Spitzen? Nein, es läuft noch alles super. Die Server machen das großartig aktuell. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, dass wir wissen, wir haben mit Hetzner den richtigen Partner an der Seite für unsere weiteren Skalierungsschritte, weil wir erwarten bis zum Jahresende vielleicht sogar schon die ersten 6-stelligen Klicks pro Tag auf die Plattform. Und da brauchen wir einfach den richtigen Serverpartner an der Seite. Und mit Hetzner haben wir diesen seit 9 Jahren gefunden.